Hi, ich bin's wieder, euer Tim, und ich komme gerade aus dem Kälberstall. Würde euch aber jetzt gerne mal den Stall zeigen, in dem die Kälber dann mit 6 Monaten ungefähr umziehen. Das ist hier der Jungrinderstall, und in diesem Stall zieht der Landwirt die weiblichen Kälber auf, bis sie so 24 bis 28 Monate alt sind, also gut 2 Jahre. Und das Ziel vom Landwirt in diesem Stall ist, dass die Kälber sich dann zu jungen, leistungsfähigen und robusten Milchkühen entwickeln und natürlich auch zu gesunden. Hier im LBZ Echem werden die Jungrinder in einem sogenannten Offenfrontstall aufgezogen. So bekommen sie Licht und Sonne und vor allem viel frische Luft. Der Landwirt möchte, dass die Aufzucht nicht unnötig lange dauert. Das gelingt aber nur, wenn es den Tieren richtig gut geht und sie ausreichend Platz haben. Jedes Tier hat deshalb eine eigene Liegebox, die an seine Größe angepasst ist. Zusätzlich werden die Jungrinder gruppenweise nach Alter getrennt. Während der Aufzucht versorgt der Landwirt die Tiere mehrmals am Tag mit Futter. Damit das nicht zu anstrengend wird, hilft ihm dabei ein sogenannter Futtermischwagen. So kann er die Tiere ganz leicht mit Grassilage, Maissilage und Heu versorgen. Damit die Tiere auch stressfrei fressen können, bekommt jedes Jungrind einen eigenen Futterplatz. Durch das gute Futter nehmen die jungen Rinder im ersten Lebensjahr täglich etwa 800 Gramm zu. Zum Vergleich, kleine Menschenbabys nehmen gerade einmal 25 Gramm pro Tag zu. Fit statt fett heißt das Motto. Der Landwirt muss darauf achten, dass seine weiblichen Rinder gut wachsen, aber nicht zu fett werden. Die richtige Zusammensetzung und Menge des Futters und die regelmäßige Kontrolle des Wachstums der Tiere sind deshalb wichtige Aufgaben. Ihr erstes Kalb sollen die Rinder mit etwa 2 Jahren bekommen, wenn sie gesund und kräftig sind und ungefähr 620 Kilo wiegen, so wie dieses Rind hier. Das ist auch trächtig, also schwanger, und bekommt bald sein erstes Kalb. Und auch dann gibt dieses Rind erst Milch und wird so Teil der Milchkuhherde des Hofes. So werden dann die Kühe ersetzt, die geschlachtet werden, weil sie alt sind oder vielleicht nicht mehr genügend Milch geben. Damit das Rind überhaupt ein Junges bekommt, muss es natürlich erstmal schwanger werden. Trächtig heißt das hier bei den Tieren. Und dafür würde sie normalerweise ein Bulle decken. Hier passiert das aber künstlich. Das heißt, das Rind wird künstlich besamt. Wie das wohl funktioniert? Für eine künstliche Besamung muss der Landwirt den Bullen als Vater des zukünftigen Kalbes nicht selber besitzen. In einem Katalog sucht er sich einen passenden Bullen aus und bestellt das Sperma für die künstliche Besamung. Denn jeder Bulle hat bestimmte Eigenschaften, die er an den Nachwuchs vererbt. In speziellen Zuchtbetrieben werden die Bullen zunächst abgesamt. Dann wird ihr Sperma in tiefgekühlten Bottichen gelagert, um es so länger haltbar zu machen. Mit der Auswahl des Spermas kann der Landwirt zum Beispiel bestimmen, ob dem Kalb später Hörner wachsen werden oder wie viel Milch es einmal geben kann. Wenn die Besamung erfolgreich war, wird das Jungrind trächtig. Ab dann werden Jungrinder auch Fersen genannt. Viele Milchviehhalter bringen die Fersen in den Sommermonaten auf die Weide. Sie brauchen jetzt viel Bewegung, damit sich ihre Muskeln für die bevorstehende Kalbung gut entwickeln können. Von der künstlichen Besamung bis zur Kalbung dauert es 9 Monate. Genauso lange braucht auch ein Mensch, um im Bauch der Mutter heranzuwachsen. Auf diesem Betrieb kommen die Tiere 3 Wochen vor der Kalbung in eine mit Stroh eingestreute Gruppenbucht. Dort bringen sie ihre Kälber zur Welt. Danach werden die frisch gebackenen Mütter zur Milchkuh und sie steigen in die Milchproduktion ein. Ja, so eine Kuh großzuziehen, von der Geburt bis zur ersten Kalbung, das dauert ungefähr 2 Jahre und kostet etwa 1.500 €. Ich meine, ist ja klar, das ganze Futter, das Einstreu, die künstliche Besamung, die Arbeit des Landwirts, all das muss ja irgendwie bezahlt werden. Später muss die Kuh das Geld dann dadurch wieder einbringen, dass sie möglichst viel Milch gibt. Wenn sie also lange lebt und viele gesunde Kälber zur Welt bringt, dann lohnt sich die Zeit und die Arbeit, die der Landwirt in die Aufzucht investiert hat. Und wie das mit dem Melken funktioniert und was eine Mutterkuhherde ist, das zeige ich euch im nächsten Film. Also, ich freue mich auf euch und auf dich natürlich. Bis dann!